Ich gebe meinem Composable einen schwarzen Border. Hä? Wieso sehe ich meinen Border denn jetzt zweimal? Fast so, als würde er mehr an einem Element gesetzt werden. Na hoppla, wird er ja auch. Einmal hier und einmal hier. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie leicht und wie schnell man in Jetpack Compose einen Fehler macht. Der Fehler hier war jetzt noch recht leicht zu finden. Stellt euch das Ganze mal mit einem großen und sehr komplexen Composable vor. Ein absoluter Albtraum. Wäre es nicht toll, wenn es ein Tool gäbe, das uns dabei hilft, solche Fehler frühzeitig zu erkennen? Ihr ahnt es sicher schon. Da gibt es etwas, das man in jedem Jetpack Compose Projekt nutzen kann. Für unser Beispiel von vorhin sehen wir hier nun eine große rote Fehlermeldung. Wohlgemerkt, eine Linter-Fehlermeldung, keinen Compile-Fehler. Er weist mich nur energisch darauf hin, dass ich hier gerade gegen eine Best Practice von Jetpack Compose verstoße. Bei unseren Linter-Regeln handelt es sich um eine Open Source Library von Slack, die Entwickler dankenswerterweise jedem kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Diese Library enforced alle gängigen Jetpack Compose Best Practices. Schauen wir uns diese Regeln doch mal im Detail genauer an. Wir haben ein Composable, das ein View-Model entgegennimmt, und wir haben ein zweites Composable, das dieses View-Model offensichtlich weitergeleitet bekommt. Und nun gibt es hier eine Fehlermeldung von dem Android-Lint. Wir sollten möglichst viel State-Hosting betreiben. Was können wir an der Stelle tun, um das zu beheben? Wir schauen uns das untere Composable mal genauer an. Hier wird letztlich der State abgegriffen und zur Anzeige gebracht. Nehmen wir diesen Block einfach, packen ihn nach hier oben und nun reichen wir statt dem View-Model einfach den ganzen UI-State nach unten. Habe ich das jetzt einfach nur gemacht, um den Linter zufriedenzustellen? Nein, natürlich nicht. Das Ganze macht tatsächlich Sinn. Und zwar wird in Compose ja immer von Stateful und Stateless Composable gesprochen. Stateful sind Composable, die ein View-Model brauchen, um zu funktionieren. Eine Best Practice in Compose ist es, möglichst wenig Stateful Composable zu haben, wie hier oben, und möglichst Stateless Composable, wie hier unten. Und warum ist das jetzt gut, möglichst viele Stateless Composable zu haben, fragt ihr euch? Für dieses Composable hier unten, das Stateless ist, kann ich mir jetzt spielend leicht auch einfach eine Preview schreiben. Hätte ich jetzt hier immer noch mein View-Model als Eingabeparameter, müsste ich mich jetzt irgendwie darum kommen, entweder dieses View-Model zu erzeugen, das passiert nämlich nicht out of the box in einer Preview, oder ich müsste das Ganze irgendwie mocken. Und mocken ist sehr eklig und sehr aufwendig. All das kann ich mir hier ja sparen. Darum aus meiner Sicht eine tolle Regel, möglichst viele Stateless Composable zu bauen. Hat euch das Video bisher gefallen? Dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um das nächste Video nicht zu verpassen. Wir haben hier ein Composable, das hält einen Mutable State Off. Und was ist jetzt der Fehler? Wir haben ein Mutable State Off, aber wir haben gar kein Remember außenrum. Das heißt, dieser State, den wir hier definieren, würde jetzt bei jeder Recomposition neu erzeugt werden. Alles, was ich mir jetzt hier drin speichere, wird jedes Mal wieder verworfen. Es ist also ein glasklarer Bug, den wir hier gebaut haben. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn ich das Ganze in einen Remember-Block packe. Und schon ist auch mein Linter-Fehler weg. Das ist ein gutes Beispiel für einen Fehler, der einem gerade als Einsteiger so häufig passiert und so lästig zu debuggen ist. Hier sehen wir nun keinen Linter-Fehler, sondern ein Linter-Warning. Der Linter weist uns darauf hin, dass wir hier eine List verwenden und der Typ List kann vom Compose-Compiler nicht als Stable markiert werden. Stable, das heißt, hier kann der Compose-Compiler optimieren, dass das Ganze auch geskippt werden kann in der Recomposition, wenn sich nichts an dem Datentyp ändert. Er schlägt mir hier auch schon gleich einen Fix vor. Ich könnte doch die Kotlin X Immutable Collections stattdessen verwenden. Das ist ein guter Tipp. Das ist eine zusätzliche Library, die habe ich mir jetzt mal eingebunden und alles, was ich jetzt tun muss, Immutable List richtig schreiben. Und jetzt ist auch mein Warning weg.
Gerade wenn eine App aus sehr vielen und sehr großen Listen besteht, kann das auch schon mal den Unterschied ausmachen bei guter Performance. Etwas Ähnliches sehen wir in dem nächsten Linter-Error. Wir haben hier zwei Eingabeparameter von Typ ArrayList und einen Mutable Stage und beides wird angemeckert vom Linter. Compose bekommt bei diesen Datentypen nicht mit, wenn sich der Inhalt ändert. Mein Composable aktualisiert sich nicht. Und das muss man auch erst einmal wissen, dass das so ist. Auch an dieser Stelle hier nehmen wir unsere gerade kennengelernte Immutable List. Eine andere Best Practice ist es, dass wir einfach keinen State entgegennehmen in unseren Composables, sondern nur die Werte aus dem State. Wir haben hier ein Composable, das eine UI rendert und gleichzeitig einen Rückgabewert hat. Für mich als erfahrenen Compose-Benutzer sieht das total schräg aus. Für einen Anfänger sieht das vielleicht gar nicht so tragisch aus. Aber es ist verwirrend. Von außen kann ich nicht sagen, was tut dieses Composable. Wenn es eine UI rendert, welchen Wert gibt es mir dann überhaupt zurück? Das ist nicht richtig, was ich hier mache. Ich muss mich sozusagen für eins von beiden entscheiden. Ich kann nicht beides auf einmal machen. Bei diesem Composable hier haben wir tatsächlich mal wieder einen Bug vor uns. Wenn wir uns das Composable hier oben mal anschauen, dann sehen wir, es werden 3 Texte gerendert. Aber wo ist denn das umschließende Layout? Das ist ein beliebter Anfängerfehler. Das wird sehr schnell vergessen am Anfang, dass ich in meinem Composable immer nur ein Top-Composable haben kann. Der Text ist halt einfach übereinander gerendert. Das ist in keinem Fall das, was wir haben wollen. Wenn ich den Code so hinschreibe, funktioniert er zwar, aber es ist super intuitiv zu wissen für einen Verwender von meinem Composable hier, dass das erwartet wird. Absolut sinnvoll, diese Regel darauf zu bestehen, dass ich so etwas immer innerhalb von meinem Composable tun muss. Jetzt komme ich auf jeden Fall zum richtigen Ergebnis. Ich kann dieses Composable jetzt einfach nicht mehr falsch verwenden. Und das ist ein großer Pluspunkt an der Stelle. Unser nächster Fall ist zugegebenermaßen etwas komplexer. Dennoch ist es ein Fall, der sehr, sehr häufig vorkommt. Wir sehen hier nämlich ein Composable mit einem sogenannten Content-Slot und einen Content-Typen. Was ist es denn nun, worüber sich der Linter an der Stelle beschwert? Wenn sich mein Content-Type von Content auf Title and Content ändert, was hier an der Stelle jetzt passiert ist, dass mein Content komplett neu erzeugt werden müsste. Auch wenn sich sein eigentlicher Inhalt überhaupt nicht geändert hat, weil sich die umschließende Bedingung aus Sicht der Recomposition komplett verändert hat, also muss ich den kompletten UI-Baum an der Stelle neu aufbauen. Ist das nun ein sehr komplexer, ein sehr teurer UI-Content, dann merkt man eine merkliche Verzögerung oder vielleicht sogar ein Springen. Beides ist kein gewolltes UX-Verhalten. Es gibt dafür etwas, das nennt sich Movable Content. Wir nehmen unseren Content-Slot, packen den in dieses Movable Content und rufen dies nun an der Stelle auf. Was dieser Movable Content letztlich macht, er speichert den Inhalt von dem Content-Slot intern nochmal ab und entkoppelt das Ganze sozusagen von dieser umschließenden Bedingung. Mein UI-Content wird nun nicht mehr komplett neu erzeugt in meinem Content-Slot, sondern er wird einfach verschoben. Das ist etwas, das war mir vorher nicht bewusst, bevor ich diese Regel getroffen habe. Und ich bin heilfroh, dass ich sie eingeschaltet habe. Ein Thema, das deutlich leichter ist und das wir wahrscheinlich auch seltener antreffen, ist, wenn wir eine sogenannte Multi-Preview haben. Das ist nichts anderes als eine eigene Preview-Annotation, die wir uns definieren, die aus mehreren Previews zusammengesteckt ist. Wenn ich diese Preview hier an meinem Composable setze, bekomme ich nicht eine Preview, sondern 3 Previews. Und was dem Linter hier nun nicht gefällt, ist, dass nicht ersichtlich ist, dass ich 3 Previews bekomme. Immer wenn man diese Multi-Previews erstellt, sollte es immer mit Previews gesuffixt sein. Damit eindeutig ist, hoppla, wenn ich das setze, bekomme ich mehr Previews als eine. Ich habe hier ein Composable, das mir ein
Layout rendern möchte. Und ich habe es jetzt nun am Anfang klein geschrieben. Und das ist eine Konvention in Compose, Composable, immer Upper Camel Case geschrieben werden, wenn sie UI emitten. Denn an dieser Stelle ist die Regel genau andersrum. Composable, die keine UI rendern und die nur irgendeinen State zurückgeben, schreibe ich immer in Lower Camel Case. Einfache Regel, leicht zu merken, trotzdem gut, dass sie kontrolliert wird. Die nächste Regel betrachten einige sicherlich als kontrovers. Ich zeige sie euch trotzdem. Ich habe hier ein Composable, das nimmt einen Modifier mit einem Default-Wert entgegen. Ich bekomme eine Liste von Items, ich bekomme einen Content-Slot und ich habe noch einen Click-Listener, den ich draufsetzen kann. Compose, Linting sagt mir jetzt hier an, da stimmt was nicht an deiner Parameterreihenfolge. Und jetzt denkt man sich, ist ja nicht so wichtig. Vielleicht doch. Ich habe hier meine Liste von Items. Die möchte ich jetzt einfach erstmal weitergeben. Funktioniert nicht. Erster Parameter ist ein Modifier und keine Liste von Items. Das ist schon mal doof, denn mein Modifier möchte ich ja eigentlich gar nicht angeben. Setzen wir mal Teil 1 von der Regel um. Wir nehmen alles, was einen Default-Wert hat und setzen das unter Parameter, die keinen Default-Wert haben. Ich habe natürlich noch mehr Parameter. Ich habe zum Beispiel einen Content und ich habe einen Click-Listener. Das heißt, ich muss jetzt hier meinen Content hier irgendwie reinschreiben und in diesem Lambda wird jetzt der Click-Listener aufgerufen von meinem Composable. Fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ich bin es ja gewohnt, dass dieser Content-Slot immer am Ende von meinem Composable ist. Das machen wir doch jetzt mal. Wir setzen diesen Click-Listener einfach weiter nach vorne und jetzt ist mein Content-Slot der letzte und dann kann ich das Ganze nämlich auch so schreiben. Und das fühlt sich jetzt schon viel intuitiver an. Und ihr seid sicherlich nicht allein in eurer App-Entwicklung, darum tut euren Kollegen einen Gefallen, Parameter in eurem Composable in der richtigen Reihenfolge schreibt. Wir haben hier ein Composable, das sieht unscheinbar aus. Es hat einen Modifier-Parameter und intern wird irgendwie ein View-Model erzeugt. Okay, was ist daran jetzt falsch? Was der Linter hier anmeckert ist, dass für den Verwender des Composables nicht offensichtlich ist, dass hier drin ein View-Model verwendet wird. Ein Verwender hätte jetzt auch gar nicht die Möglichkeit, sei es in einer Preview oder in einem Test, dieses View-Model einfach so zu überschreiben, weil er weiß ja nichts davon, wenn er nicht in den Source-Code davon reinschaut. Darum der Vorschlag vom Compose Linter, schreib doch dein View-Model hier in deine Funktion als Default-Parameter rein. Jeder, der dieses Composable verwendet, bekommt erstmal das View-Model und muss sich um nichts weiter kümmern. Und wenn er es doch ändern möchte, dann weiß er sofort, was er zu tun hat. Er muss einfach diesen Default-Parameter überschreiben. Macht das Leben deutlich einfacher, weil es macht einfach offensichtlicher, was das Composable und der Code an der Stelle tun sollte. Ähnliches Thema gibt es bei Composition Locals. Hier gibt es nur ein Warning. Und zwar warnt mich der Lint-Checker davor, dass ich hier ein eigenes neues Composition Local einführe. Das muss jemand erstmal wieder kennen, dieses Composition Local, und das verschleiert gerne auch einige Sachen. Ich komme jetzt aus einer Ecke, wo wir selber sehr viele Composition Locals definieren müssen, einfach um Styling in der Applikation abzubilden. Ich verstehe die Regel. Ich finde es auch gut, dass mich darauf hinweist, dass ich jetzt wieder ein neues einführen möchte an der Stelle und das vielleicht nicht das ist, was ich wollte. Aber ich habe immerhin die Möglichkeit, in meiner Lint XML zu erlauben. Ich kann hier eine Liste pflegen von Composition Locals, wo ich sage, brauche ich, will ich, möchte aber nicht, dass das mir als Lint-Fehler überall angezeigt wird. Wir haben hier eine Preview, die public ist und das ist nicht richtig. Ich kann hier einfach in einem anderen Composable einfach diese Preview nehmen und ich bekomme keinen Fehler oder irgendwas. Aber das ist nicht das, was ich haben möchte. Ich möchte keinen Preview-Code in meinem Production-Code benutzen. Macht einfach alle Previews private und ihr habt keine Probleme, macht keine
Fehler, dass ihr auf einmal Preview Code in eurem Produkt mit einbindet. Ich habe hier ein Composable, dem habe ich keinen Modifier-Parameter gegeben. Niemand hat die Möglichkeit, diesen Modifier-Parameter von außen zu stylen. Jetzt gibt es bei dieser Regel eine Sichtbarkeitsbedingung. Wenn ich hier zum Beispiel ein Private Composable habe, sagt der Lint-Checker, okay, ich kann das nur an dieser Stelle verwenden. Vielleicht ist das okay, dass es keinen Modifier hat. Das gleiche gilt auch, wenn es ein Internal Composable ist. Denkt einfach dran, gebt einen Modifier rein für eure Public Composables. Und hier haben wir jetzt tatsächlich unser Beispiel vom Anfang. Wir haben hier einen Modifier, den wir reingeben und den verwenden wir an 2 Stellen. Denkt zurück an unser Beispiel mit dem doppelten Border vom Anfang. Das ist einfach falsch. Ganz tolle Regel, finde ich. Habe ich als Anfänger so oft falsch gemacht und habe mich immer gewundert, was läuft hier eigentlich gerade schief. Sorgt dafür, dass der Modifier, der von außen reingegeben wird, immer nur an dem Top-Level Composable wiederverwendet wird. Hier haben wir ein Composable, das einen Modifier entgegennimmt. Es setzt den Modifier auch an dem Top-Level-Element. Alles gut, es hat aber keinen Default-Wert. Warum ist das falsch? Wenn ich nun mein Composable wiederverwenden möchte an der Stelle, ich bin jetzt aber gezwungen, einen Modifier zu setzen, obwohl ich eigentlich gar keinen brauche. Und das ist halt falsch. Das macht keinen Sinn. Gebt immer eure Modifier-Parameter einen Default-Wert vom Typ Modifier einfach. Zu guter Letzt nochmal etwas Komplexes. Wir verwenden intern den Composed Modifier, weil wir jetzt hier zum Beispiel auf ein Composition Local Wert zugreifen wollen. Und das ist etwas, das war vorher mal empfohlen, das so zu tun. Und jetzt gibt es hier aber eine knallharte Linter Error Message. Macht das nicht, weil Performance ist schlecht. Wie kann ich das Ganze nun lösen? Ich kann das Ganze hier composable machen. Dann kann ich hier drin auf meinen Local State zugreifen. Habe meinen Fehler dadurch gelöst. Das hier ist von der Performance um Welten besser, als diesen Composed Modifier zu verwenden. Darum durchsucht auf jeden Fall eure Codebasis nach diesem Composed Modifier und schmeißt den so schnell es geht raus. Puh, das sind eine ganze Menge Best Practices, die wir in Jetpack Compose beachten müssen. Um die Lint-Checks auch in eurem Projekt zu aktivieren, fügt ihr sie einfach in eurem Build-Gradle-File hinzu. Et voilà! Nun habt auch ihr alle diese Lint-Regeln zur Verfügung in eurem Android-Projekt. Gut, dass wir jetzt ein Tooling haben, das uns immer wieder an diese erinnert. Meine Erfahrung ist, dass gerade Neueinsteiger in Compose sehr häufig viele kleine Fehler einbauen. Meistens sind das Flüchtigkeitsfehler. Oder es sind tatsächlich Fehler, die man einfach noch aus Unwissenheit macht. Egal warum, Fehler in Jetpack Compose führen häufig zu ungewöhnlichen und merkwürdigen Effekten. Nutzt vor allem am Anfang jedwege Tooling-Möglichkeit, die euch zur Verfügung steht, damit ihr und auch eure Kollegen diese kleinen Fehler möglichst frühzeitig und schnell finden könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt etwas dazugelernt. Schaut euch doch dieses Video hier als nächstes an.